Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zum zweiten Update des Merkava MK4 von Hobbyboss in 1.35. Ich möchte euch zeigen, wie weit ich gekommen bin und wie der Status des Baus ist. Der Bau ist abgeschlossen. Die Arbeiten am Turm haben sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Vor allem die Kettenzusatzpanzerung hier hinten. In der Bauanleitung sind die Längenangaben der Ketten falsch angegeben. Sie sind alle durchweg zu lang. Somit hätten niemals alle Kettenglieder gereicht und ich hätte Fehlstellen gehabt. Ich musste viele Arbeiten zweimal erledigen. Das hat mich einige Nerven gekostet. Die Ketten sind jetzt kürzer und passen. Wie gesagt, in der Bauanleitung sind sie zu lang angegeben. Und ich finde jetzt, wo es fertig ist, sieht das wirklich sehr gut aus und sehr realistisch wie beim Original. Zu den Details an sich. Das koaxiale Kaliber 50 Maschinengewehr habe ich wie beim Original mit Fabeln ausgestattet zur Fernsteuerung des MGs. Diese sind aus 0,2 mm Lötzinn. Ich habe mir für den Bausatz zusätzliche Metallantennen geholt als Nachrüstsatz. Beim Original wären sie aus Kunststoff und gezogenen Gießästen und ich finde, die Metallantennen sehen viel besser aus. Hier drüben auf der Seite habe ich die Antenne heruntergebogen und festgebunden, damit sie wie auf dem Marsch aussieht. Am Korb des Panzers, am Heck, habe ich aus Alufolie von einem Joghurtdeckel habe ich Planen gefertigt, auf denen dann die Kennzeichnungen der Panzer sowie die Nummern darauf kommen. Hier sieht man noch einmal den Joghurtdeckel, wo ich die Planen den Turm ausgeschnitten habe. Ganz normaler Joghurtdeckel, die Größe und an den Turm geklebt, leicht geformt, damit sie aussehen wie Planen. Das MG des Kommandanten habe ich nur provisorisch befestigt. Dieses werde ich dann einzeln lackieren und von Hand bemalen, das stellt sich einfacher dar. Bei den MGs habe ich auch die Munitionsgurte geformt und eingelegt, beim Kaliber 50 sowie beim MG des Kommandanten. Wie ihr seht, werde ich den Turm mit zusätzlichem Material ausstatten, zum Beispiel mit 3 Planen. Diese sind jetzt nur provisorisch befestigt. Diese habe ich aus Epoxidknete gefaltet und geformt. Diese kommen dann hier auf den Turm und werden befestigt, wie beim Original. Ein zusätzlich großes Tarnnetz habe ich hier gerollt. Die werden mit Fotoätzriemen befestigt. Und im hinteren Bereich des Turms, damit alles lebendiger aussieht, habe ich 3 Versorgungskartons der israelischen Armee sowie ein kleineres Tarnnetz und nochmal eine zusätzliche Plane mit Munitionsgurt geformt. Das sind die Kartons. Diese werden aus einem größeren Kartonagebogen ausgeschnitten, gefaltet und verklebt. Ich finde, dass diese zusätzlichen Details und Ausrüstungsgegenstände den Turm des Panzers wirklich richtig lebendig wirken lassen. Die Rollen kann ich dann zum Lackieren abnehmen, werde sie dann einzeln bemalen und dann später wieder ansetzen zur Alterung und Verschmutzung. An der Vorderseite des Panzers habe ich mir hier eine Messingkette abgeschnitten und abgelenkt, habe diese dann vorne in diese Abschleppösen eingehangen, damit es aussieht und wirkt wie beim Original, damit sich die Panzer selber bergen und abschleppen können. Zusätzlich habe ich mir hier, wie in meinem Update-Video schon gesehen, von Eureka ein Stahlabschleppseil mit Resinösen hier vorne auf der Motorabdeckung befestigt. Dieses ist dann einfach rumgerollt und werde ich dann einzeln lackieren und auch dann später mit Sekundenkleber festkleben.
Wir sehen uns wieder, wenn der Panzer komplett lackiert und gealtert ist. Das wird dann das nächste Video sein, der komplette Baubericht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis denn, euer Ben.